Herzlich willkommen bei festivalzombie.com. Ich sitze hier heute mit Bastian Bahnsen, Jakob und mit Clayton Hasker, einem Autor hier aus Schleswig-Holstein. Er ist der Autor, der die Zombie-Buchserie T93 geschrieben hat. Das erste Buch kam raus 2014 und er hat seitdem sage und schreibe 15 Bücher veröffentlicht. Clayton, erzähl mir uns ein bisschen über deine Buchreihe. Ja, ist schwierig. Eigentlich wollte ich nie ein Zombie-Buch schreiben. Ich fand, das liest sowieso keiner. Und mein Verleger kam dann auf die Idee und sagte, nee, mach mal. Ja, daraus sind jetzt 15 Bücher geworden. Das 16. kommt demnächst. Die zweite Serie ist in Arbeit. Und nochmal, um zu verdeutlichen, wie viel das ist. Das sind ja keine dünnen Bücher, das sind 300 Seiten pro Buch. Genau. Pro Buch. Bis jetzt habe ich 9 Millionen Zeichen geschrieben. Und es ist nicht langweilig. Nicht schlecht. Du hast es nicht gelesen. Nee, ich habe ja erst vor einer Woche von dir erfahren, quasi. Aber trotzdem auch nochmal vielen Dank, dass du dann so kurzfristig dann auch hier zu uns kommen konntest. Worum geht's denn in deinen Büchern überhaupt? Man mag es nicht glauben, es geht um Zombies. Wahnsinn. Ja, es geht um eine groß angelegte Apokalypse, die weltweit auch spielt. Es fängt an im beschaulichen Schleswig-Holstein, in einer Biogasanlage, in der was schief läuft. Aha. Und breitet sich also in Windeseile aus. Und mein Hauptaugenmerk liegt eigentlich darauf, die zwischenmenschlichen Beziehungen in so einer Apokalypse deutlich darzustellen. Was machen die Leute miteinander? Was ist los, wenn die Apokalypse ist? Gehst du in den Supermarkt, kannst du nicht. Musst du sehen, wo du was herkriegst. Die Leute gehen plündern und sie bilden Communities. Und es gibt eine Road Story. Eine Road Story? Natürlich. Also bei dir Ausbruch durch einen Unfall oder irgendein Missgeschick in der Biogasanlage. Richtig. Und dann gehst du ja den Pfad nicht irgendwie, schon ein schönes Metzel- und Splatterbuch, sondern eher, was passiert mit der Gesellschaft so ist es. Im Zuge, dass so ein Ereignis passiert. Mir ist aufgefallen, in vielen Zombie-Geschichten spielt das Militär zum Beispiel eine zu kleine Rolle. Die spielen bei mir eine sehr deutliche Rolle, nicht? Weil das Militär ist organisiert, das Militär ist auf sowas vorbereitet und das stimmt wirklich. Was? Im Ernst? Es gibt in den USA bei den Marines Übungen, die mit der Zombie-Apokalypse zu tun haben. Ja, richtig. Da wird die Szenario Zombie-Apokalypse geübt. Und, wo hast du das denn her? Im Ernst? Das findest du in der Regenbogenpresse, ernsthaft. Ja. Google das mal. Google ihr das bitte auch nochmal. Ja, und das wollte ich halt darstellen. Nicht? Es gibt sehr starke Kampfszenen, Massenszenen. Finde ich faszinierend. Seit ich World War Z im Kino gesehen habe, finde ich Zombie-Massenszenen total geil. Ja doch, die waren echt beeindruckend. Oh ja. Die waren echt beeindruckend. Also, allerdings muss ich, also für meinen eigenen Geschmack, jetzt, wenn wir wieder auf Filme gehen, Zombie-Massen finde ich gut. Allerdings hat mir die Zombie-Geschichte, was bei, wie hieß er noch? 28 Days Later. Genau, das war ja keine richtigen Zombies, das war ja ein Wutvirus, die Leute komplett schwachsinnig hat werden lassen und nur noch in rasende Bestien verwandelt hat. Was sind das für Zombies bei dir? Ja, ich habe unterschiedliche Zombies. Es gibt Walker. Ne? Also die klassischen, wie man sie so kennt. Dann gibt es solche, die nennen wir in den Büchern Hunter. Das sind diese ganz schnellen Burschen, die dich auch mal irgendwo vom Zaun holen. Bist du dabei inspiriert worden von der Left 4 Dead Computerspielserie? Nee, ich spiele überhaupt keine Computerspiele. Weil da gibt es nämlich eine Klasse, die beschreibst du gerade, heißen auch Hunter. Ja, nee, ich habe noch nie ein Computerspiel gespielt. Echt nicht? Nein, Computer ist eine Arbeitsmaschine und kein Spielzeug. Ja. Habt ihr gehört, Kinder? Ja. Recht. Und da gibt's wir haben zusammen besoffen Donkey Kong gespielt. Ist böse. Das ist kein Computer, das ist ein Super Nintendo. Okay, weitere Zombie-Klassen? Ja, später gibt es dann noch eine, das Virus mutiert in meiner Geschichte, macht Sprungmutationen. Dann gibt es welche, die heißen Struggler. Das sind richtig böse Burschen, nicht? Das sind so eine Schwarzeneggers und die richtig draufhauen, die auch mal beim Panzer mal die Deckel abreißen. Also das sind dann sehr unangenehme Zeitgenossen. Ja. Jetzt später am Ende der Serie, zur neuen Serie, gibt es dann was Neues, aber darüber darf ich nicht reden. Das ist geheim.
Wie viele Bücher planst du denn noch für diese Serie? T93. T93 ist quasi abgefrühstückt mit 16 Bänden. Aber es Okay. gibt eine Folgeserie, die heißt Nephilim. Die kommt dann im Laufe dieses Jahres raus. Da gibt es dann nochmal 9. Achso, wann kommt denn der 16. Band jetzt raus? In 2 Monaten. In 2 Monaten. Und dann, damit ist T93 abgeschlossen und du fängst eine neue Die Reihe an. Folgeserie spielt dann 40 Jahre später. Und da wird, ja, das hat so ein bisschen Style von Resident Evil dann. Also von der Szenerie her. Film oder Spiel? Ach ja, Spiel hast du ja nicht gespielt. Merkst selbst, ne? Ja, also das ist dann quasi, in der ersten Buchreihe beschreibst du, was zum Zeitpunkt des Ziemlich Ausbruchs realistisch, passiert ja. und was die Auswirkungen kurz danach sind. Und mit der neuen Reihe gehst du quasi, Ja, da gehen sie mit mir durch. wie wird sich die Welt dann weiterentwickeln und quasi, das ist dann ja quasi, es passiert was, dann muss sich die Welt quasi anpassen. Ja. Und die neuere Serie würde dann in der quasi angepassten Welt spielen. Ja, richtig. Das Aber das ist- ist dann halt wirklich spekulativ, sehr spekulativ. Ja. Ja, man darf, natürlich ist eine Zombie-Sache ist immer irgendwo spekulativ, aber die T93-Serie soll halt plausibel sein. Ja, die ist auch ziemlich exakt recherchiert. Und dann in der neuen Serie, ich wollte mehr Freiheit. Ja. Ja, also weg von dem, was man kennt, so hin zu dem, was man sich ausdenken kann. Ich glaube, es hat gut geklappt. Meine Leser freuen sich schon. Sind schon ganz heiß. So soll es sein. Kauft meine Bücher. Ja, ja gut, ja. Ja, Leute, checkt auf jeden Fall seine Serie aus. T93, der letzte Band, der 16. Band, kommt in 2 Monaten raus, sagtest du? Ja. Deine Homepage, sag noch mal kurz an, bitte. t-93.de. Wer hätte das Logisch. gedacht? Wer hätte das gedacht? Ja, checkt seine Bücher aus, wenn ihr Leseratten seid. Und ansonsten checkt auch noch weiter festivalzombie.com aus. Holt euch Inspirationen von der T93-Serie. Guckt unsere alten Episoden an. Holt euch auch davon noch Ideen und Inspiration. Auch für unseren Film, unser Projekt. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Episode von Zombie Movie Talk. Bis dann. Ciao.